Schönen guten Tag, liebe Freunde. Danke, dass Sie wieder dabei sind. Danke für das Einschalten. In diesem Video möchte ich Ihnen die moderne und teure Siedlung Solovyi bei Novosibirsk zeigen und davon erzählen, was dort los ist. Am Anfang können Sie die Wache sehen. Es wird kontrolliert, welche Autos einfahren. Daneben steht noch das Lebensmittelgeschäft Monetka. Die Preise sind dort ziemlich günstig wie in der Stadt, also es gibt keinen Aufschlag. Und man kann dort fast alles kaufen, was man für das Leben braucht. Milch, Brot, Backwaren, Waschmittel, also alles, was so in einem Lebensmittelgeschäft gewöhnlicherweise verkauft wird. Und hier ist der Anfang der Siedlung und die Siedlung besteht schon seit etwa 10 Jahren. Und am Anfang konnte man dort ein Grundstück etwa für 4.000 Euro kaufen und jetzt kostet so ein Grundstück etwa 20.000 Euro, aber dann sind alle Kommunikationen, Strom, Wasser im Preis inbegriffen. Und in Russland ist es so, dass so ein Haus etwa 5-7 Jahre gebaut wird. Ja, man hat nicht die ganze Geldsumme dabei und dann baut man allmählich, überwiegend im Sommer. Ja, im Winter geht der Bau nicht so sehr und dann baut man überwiegend ab Frühling bis Herbst. Und hier können Sie ja so diese große und teure Häuser sehen. Die sind unterschiedlich gebaut nach eigenem Bauplan, aber die Bezäunung ist einheitlich. Das ist die Regel in dieser Siedlung. Und das Haus kann auf Wunsch sein, wie der Mensch es haben will. Und die Einwohner zahlen dann noch die Gebühr, damit dort die Ordnung eingehalten wird. Es gibt die Firma, die für die Ordnung, für die Müllentsorgung zuständig ist. Die genaue Geldsumme kann ich nicht angeben, das weiß ich leider nicht. Aber ist auf jeden Fall größer als in der Siedlung Ussalba Marina, wo ich momentan bei meiner Gastfamilie wohnhaft bin. Diese Siedlung ist auf jeden Fall teurer als die Siedlung Ussalba Marina, obwohl sie nebeneinander liegen. Und die natürliche Grenze ist der Birkenpark, den ich in einem Video von mir von früher schon mal gezeigt habe. Bitte anschauen, wenn Sie dieses Video verpasst haben. Und wenn ich durch die Straße gehe, sie heißt Rublev-Straße, dann verspüre ich so eine angenehme Atmosphäre. Es ist ruhig dort, nur die Autos fahren ja hin und her. Da sind die Einwohner. Ohne Auto ist es ziemlich schwierig dort zu leben, besonders wenn man in die Stadt jeden Tag braucht. Ja, es gibt einen Bus, aber er pendelt selten, etwa alle 2 Stunden und das ist unbequem. Man muss sich an den Fahrplan anpassen. Besser ist es natürlich, wenn man ein Auto besitzt, dann kann man jederzeit in die Stadt. Aber wenn man online arbeitet und das Geld aus dem Internet bezieht, dann kann man dort auch sehr gut leben und besonders in der Rente. Aber ja, wer hat dann so viel Geld als Rentner? Ja, natürlich muss man sowas noch in der Jugendzeit kaufen, ja, wenn man arbeitsfähig ist. Ja, die Menschen konnten das Grundstück noch vor vielen Jahren günstig kaufen. Jetzt kostet so ein Grundstück leider nicht billig, ziemlich teuer, muss man ehrlich sagen. Man muss jetzt mit 20.000 Euro rechnen, also mit 2 Millionen Rubel. Ja, wenn die Preise so hoch sind, dann entsteht die Frage, wie verdienen die Leute dann das Geld? Ja, um so ein Grundstück zu kaufen und danach mit dem Bau anzufangen, muss man etwa mindestens 2.000 Euro im Monat verdienen. Das sind 200.000 Rubel netto. Und wie verdient man das Geld? Zum Beispiel in Novosibirsk. Ja, für so viel Geld muss man in der führenden Position in einem Großunternehmen arbeiten. Ja, so viel Geld, 2.000 Euro wird
dann bezahlt, wenn man so in der führenden Position arbeitet, als Top-Manager, sag ich mal so. Oder ich denke mal, die meisten Menschen, die hier in dieser Siedlung wohnen, betreiben ein eigenes Geschäft. Wahrscheinlich sind sie im Baubereich aktiv oder verkaufen etwas im Großhandel oder haben eine Autowerkstatt. Ja, solche Geschäfte bringen etwa 2.000, 3.000 Euro netto im Monat. Wenn man so ein Einkommen stabil hat, dann kann man schon mit dem Bau eines Familienhauses anfangen. Ja, wenn man nur 1.000 Euro im Monat verdient, das sind 100.000 Rubel, dann muss man lieber so einen Bau vermeiden. Sowas kostet dann sehr viel Geld und dauert Jahre. Dann ist man schon alt und dann macht der Bau keinen Sinn mehr. Dann ist man einfach müde mit dem Bau und hat man keine Lust mehr. Dazu möchte ich noch Folgendes sagen. Bevor man mit dem Bau anfängt, muss man dann lieber etwa 30% Ersparnisse haben. Ohne Erspartes geht es nicht. Also die Leute verkaufen entweder eine Wohnung oder noch irgendetwas, was ihnen das erste Geld gibt. Nur dann kann man dann mit so einem Abenteuer anfangen. Aber wie gesagt, wenn man hier baut, dann muss man eine Familie haben. Zum Beispiel Mann, Frau und 2 Kinder. So ein großes Haus passt einer Familie. Alleinstehend macht das keinen Sinn, dort zu leben. So ist meine Meinung. Dann lieber in der Stadt zu bleiben. Da in der Stadt kann man dann neue Kontakte knüpfen. Aber hier auf dem Grundstück ist man dann so alleine, also langweilig. So ist meine Meinung. Besser, wenn man eine Familie hat. Dann macht es natürlich Sinn, mit dem Bau anzufangen. Aber ich sehe dort, es stehen so große Häuser. Ich verstehe das nicht, ehrlich gesagt. Ich bin erstaunt, wozu baut man so große, zweistöckige Häuser? Das ist doch unpraktisch. Man muss das Haus heizen, sauber machen. Also hätte ich Geld, dann würde ich mir was Kleineres, aber Gemütliches bauen. Und weiter am Rande der Siedlung werden momentan kleinere Häuser gebaut und zum Kauf angeboten. So einstöckige Häuser wie in Europa. Sowas finde ich eher praktischer. Und dann ist das Grundstück offen, ohne Zaun, wie in den USA. Etwas Ähnliches kann man vergleichen. Und dort leben junge Leute, habe ich gesehen, die viel Geld verdienen. Wahrscheinlich betreiben sie eigenes Geschäft und können sich sowas leisten. Aber wie gesagt, man muss etwa 30% Ersparnisse haben. Dann ist der Bau viel leichter. Und schreiben Sie bitte im Kommentar, was Sie von dieser Siedlung denken, welchen Eindruck diese Siedlung bei Ihnen hinterlassen hat. Mich würde Ihre Meinung gerne interessieren. Wenn Sie genug Geld hätten, würden Sie dort leben. Ja, die Auswanderung nach Russland ist leider momentan schwierig. Man kann entweder durch die Heirat oder dank einem Arbeitsvertrag auswandern. Das sind 2 Wege, die weltweit bekannt sind. Als Rentner ohne Kontakte in Russland ist die Auswanderung leider schwierig. Man kann sich aber an eine Uni als Student einschreiben lassen und dann bekommt man die Einladung von der Uni und dann hat man die befristete Aufenthaltsgenehmigung. Und für das Studienjahr, während des Studiums an der Uni, kann man dann jemanden kennenlernen und wenn man Glück hat, dann entsteht die Beziehung. Und durch die Beziehung kann man dann
im Lande länger bleiben. So funktioniert das in jedem Land. Viele Menschen machen dann die Bekanntschaft, dann entsteht die Beziehung und dadurch kann man dann im Lande für längere Zeit bleiben. Also die Hauptsache, man muss zuerst Fuß fassen, Kontakte knüpfen, das ist wichtig. Besonders wenn man in Russland noch nie waren. Ja, wenn Sie noch nie waren, aber doch an die Auswanderung nach Russland denken, dann würde ich mal empfehlen, das Land zuerst als Tourist zu besuchen. Das macht natürlich viel Sinn. Ich denke mal, Russland kann nicht jedem passen. Ja, wir haben genug Platz, aber wir haben auch 4 ausgeprägte Jahreszeiten, ganz zu schweigen der kalte Winter. Die kalte Jahreszeit kann nicht jedem passen. Deswegen muss man Russland zuerst mehrmals besuchen, um zu verstehen, ob das Land überhaupt interessant ist. Ich bin kein Makler, ich verkaufe nichts, ich kann Ihnen nur mit Informationen helfen. Ich mache die Videos, zeige vom Alltagsleben in Russland. Hoffentlich finden Sie meine Videos interessant. Wenn Sie die Leute in Ihrem Bekanntenkreis kennen, die meine Videos interessant sein können, dann bitte ich Sie, meine Videos mit ihnen zu teilen. Ja, das sind die modernen Häuser, die frisch gebaut sind. Die sind schon einstöckig, sehen so wie in Europa oder in den USA aus, nicht so protzig wie am Anfang der Siedlung. Hier ist das eher das Leben praktischer. Aber die kosten auch mindestens 10 Millionen Rubel. Das sind 100.000 Euro, ja, diese Häuser. Und am Ende des Videos zeige ich Ihnen die aktuellen Angebote von der Baufirma, die diese Siedlung bebaut. Und hier am Rande der Siedlung befindet sich der künstliche See. Im Sommer bei der Hitze kann man sich hier sehr gut entspannen, in der Sonne liegen und das Leben genießen. Also, herzlich willkommen in Sibirien, besonders wenn Sie bei Novosibirsk leben möchten. Hoffentlich hat Ihnen dieses Video gut gefallen. Und hier auf der anderen Seite von der Autostraße werden die neuen Grundstücke verkauft. Der Preis ist ziemlich hoch. 2 Millionen Rubel muss man für ein Grundstück hinblättern. Aber dann ist es ein Grundstück mit allen Kommunikationen, mit Strom und Wasser sind im Preis inbegriffen. Ja, das sind 20.000 Euro. Nicht schlecht, ja. Früher konnte man die Grundstücke billiger kaufen, aber jetzt sind die Preise enorm angestiegen. Ja, liebe Freunde, wie versprochen zeige ich Ihnen die Webseite der Baufirma, die die Siedlung Solovyi bebaut, und hier auf der Seite können wir die aktuellen Angebote sehen. Also hier ist der künstliche See im Video. Also schauen wir uns die Häuser an, die momentan angeboten werden. Also hier ist das billigste Angebot, fast für 10 Millionen Rubel. Das sind momentan 100.000 Euro. Und der Preis ist dann bergauf. Ich zeige Ihnen die Angebote ganz schnell. Wenn Sie ein Interesse haben, dann können Sie die Webseite in aller Ruhe zu Hause gerne anschauen. Die Webseite heißt solovey.club. Hier ist die Adresse links oben. Ja, ganz schnell will ich Ihnen die aktuellen Angebote zeigen. Ja, die Häuser sind ziemlich modern. Es gibt
viele Angebote für 10 Millionen Rubel. Nicht schlecht. Mir gefallen solche einstöckige Häuser, sind ziemlich praktisch. Und dort kann man sogar zu viert leben. Mann, Frau und 2 Kinder, wenn man sie hat. Oder ein Kind. Ja, nicht jetzt gucken wir uns die Grundstücke an. Hier ist die Karte. Hier, das ist die Kreuzung in meinem Video, wo ich mein Video angefangen habe. Das ist links ja hier. Lebensmittelgeschäft Monetka. Hier ist die Wache. Kontrolliert werden nur die Autos, die einfahren. Zu Fuß darf man hier ganz ruhig, locker durch, kein Problem. Es wird nicht gefragt, wohin man geht. Also. Und hier ist die Siedlung. Ich war hier durch die Straße Rublev. Also das ist hier ja die künstliche See. Und hier auf der anderen Seite von der Autostraße sind die neuen Grundstücke, die ich auch in meinem Video gezeigt habe. Diese Grundstücke werden allmählich verkauft. An einigen Grundstücken werden schon neue Häuser gebaut. Also ich denke mal, im Herbst, wenn ich hierher nochmal komme, was ich nicht ausschließe, aber ist unwahrscheinlich, dann gibt es hier wahrscheinlich schon viele neue Häuser gebaut. So ist es. Also, liebe Zuschauer, wenn Sie bei Novosibirsk leben möchten und eine Familie haben, dann empfehle ich Ihnen diese Siedlung ganz gerne, wenn Sie genug Geld auf dem Konto haben. Also, auf jeden Fall bedanke ich mich bei Ihnen für den Einsatz, für das Anschauen und wir sehen uns bald wieder. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis dann. Tschüss.